Hallo zusammen, heute nehmen wir mit auf Sydney. Hier sind wir jetzt bei der Harbour Bridge. Das ist die Brücke, die man vorne sieht, die bekannteste Brücke von Sydney, die in der Nähe vom Opernhaus ist, und nachher durch den Rockets Market, der jeweils am Wochenende dort stattfindet, wo es so Essen gibt und noch andere Sachen. Anschliessend bin ich dann zum Fährenterminal gelaufen und habe dann dort die Fähre zum Manly Beach genommen, von Sydney. Der Begriff Manly Beach kommt dir vielleicht schon bekannt vor. Ich habe schon mal ein Video über den Manly Beach gemacht, aber nicht den in Sydney, sondern den in Brisbane. Also es ist ein relativ bekannter Name, der viele Ortschaften haben. Hier sieht man jetzt gut das Sydney Opera House, die bekannte Architektur, die man überall sieht, wenn man Bilder von Sydney sieht. Die Fährenfahrt ist etwa 22 Minuten gegangen bis zum Manly Beach. Manly, da sind wir jetzt in Manly angekommen, da mussten wir noch ein kurzes Stück laufen müssen bis zum Manly Beach. Wir durften nicht baden an diesem Tag, weil es starke Strömung hatte. Es war aber auch nicht besonders schön an dem ersten Tag, als ich in Sydney war. Ich bin den Tag vorher angekommen, am Abend. Das Wetter hat also mich eingeladen, um ein bisschen wandern zu gehen. So bin ich am ganzen Manly Beach entlang gelaufen bis ans andere Ende. Dann wieder zurück. Das war eine Lagune. Und dann mit der Fähre wieder zurück. Anschliessend bin ich dann durch den Botanischen Garten gelaufen. Von dort aus sieht man das Opernhaus nochmal sehr gut, von einer anderen Seite. Und so dann wieder zurück zum Hostel gelaufen, das im Stadtzentrum war. Am nächsten Tag bin ich dann zum Bundy Beach und habe vom Bundy Beach aus den Coastal Walk gemacht. Der ist ungefähr 6,5 Kilometer gegangen, so 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem wie oft das man anhaltet und die Wellen beobachtet. Und da hat man nicht baden dürfen an diesem Tag, weil es immer noch zu hohe Strömung hatte. Dafür war es sehr interessant, den hohen Wellen zuzuschauen, wie es gegen die Küste geworfen hat. Und man hier immer wieder sieht. Ich habe recht viel angehalten und den Wellen zugeschaut. Recht eindrücklich waren. Was viel hatte, sind Leute, die am Surfen waren, wie auch schon beim Manly Beach. Es hat recht viele Surfer immer wieder, die am Surfen waren. Da haben unsere Sultigus relativ im Griff gehabt. Einen habe ich mal gesehen, der es über 100 Meter weit geschafft hat zum Surfen. Am Ende der Wanderung bin ich dann beim Coogee Beach angekommen, da vorne gesehen, und habe dann von dort wieder den Bus zurückgenommen zum Hostel. Falls das Video zu Sydney und den beiden bekannten Stränden mit dem Coastal Walk gefallen hat, würde ich einen Daumen nach oben freuen. Falls mir zukünftig auf meiner Reise und dann wieder bei der Wanderung in der Schweiz begleiten willst, freue ich mich über ein Abo. Bis zum nächsten Video.